Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. In meinem heutigen Video geht es um den vergangenen Knit My UFO Call und ja, wir reden über meine UFOs, die ich beendet oder nicht beendet habe, beziehungsweise über all die tollen Preise, die es hier zu gewinnen gab im Knit My UFO. Viel Spaß dabei! Ja, Need My UFO, was ist das? Vor 3 Jahren habe ich ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern ganz genau meine UFOs angehen wollen und habe spontan auf Instagram eine Gruppe eröffnet, und zwar die Need My UFO Gruppe, weil ich nämlich in der Gruppe meine Langzeit-Whips gerne wieder angehen wollte, beziehungsweise das eine oder andere beenden. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich keine Monogam-Strickerin bin. Das ist bewusst so, sonst langweile ich mich und bekomme am Ende gar kein Strickstück fertig. Ich bin eher jemand, der die Abwechslung sehr liebt. Nicht nur eher, sondern ganz genauso jemand. Und UFO ist für mich, wenn ich mein WIP länger als 4 Wochen nicht beachtet habe, dann empfinde ich es eben schon als ein Langzeit-WIP und ein unfertiges Objekt. Das soll UFO bedeuten. Und ja, das ein oder andere ist aber unbegründet ein UFO. Das heißt also, es ist nicht mit irgendwelchen Negativgefühlen behaftet. Das ist einfach nur, ich bin von was anderem abgelenkt worden und das habe ich dann halt eben nicht beendet. Ja, die Regeln für Need My UFO waren und sind. Der Start der Kallgruppe ist am 1. Januar des Jahres, das heißt also im kommenden Jahr auch wieder, und läuft bis zum 30. April. So haben alle genügend Zeit, ihre UFOs anzugehen und das eine oder andere zu beenden. Und damit man berechtigt ist, einen der tollen Preise, auf die ich gleich eingehen werde, zu gewinnen, muss es also auf Instagram einen Beitrag geben mit dem beendeten UFO und mit dem Hashtag KnitMyUFO, in dem Fall für dieses Jahr 2026 oder KnitMyUFO 2026 Kall. Warum der Hashtag, beziehungsweise ich sollte natürlich idealerweise auch verlinkt sein, damit ich das auch teilen kann, beziehungsweise anhand von diesem Hashtag überhaupt die UFO-Beiträge finde und am Ende eben gewisse Produkte, die für den Call gespendet wurden, dann in den Lostopf werfen kann, mitsamt der Teilnehmer, und dann halt eben die entsprechenden Personen ziehen kann, was wir jetzt heute in der Episode tun werden. Schon im ersten Jahr hatte ich das Glück, dass diverse Verlage, also es war der Stiebner und der Fresh Verlag, aber auch Firmen wie Edna, das unterstützt haben mit Produktspenden, die ich dann eigenmächtig verlosen durfte. Und es hat sich auch so weiter fortgeführt, und auch diverse Handfärber, wie zum Beispiel die Catherine von Little Bishes Stitches ist ebenfalls auch schon von Anfang an dabei und hat immer wieder etwas aus ihrem Shop dafür gespendet. Und da werden wir jetzt nacheinander die Gewerbetreibenden nochmal nennen und die Produkte zeigen, weil ich es fair finde, dass der ein oder andere Shop als Belohnung dafür, dass ich die Produkte erhalten habe und an euch verlosen darf, eben kurze ein paar Minuten im Rampenlicht sein darf und ich über den Shop rede. Ich würde sagen, wir starten gleich weiter ins Video. Ich werde die Namen, das sind über 40, die ich auf Instagram rausgesucht habe, dann entsprechend zu den Preisen einblenden, damit einfach die Länge vom Video nicht zu lang wird. Das heißt also, ich habe alle Namen ausgedruckt, in einen Lostopf geworfen und dann entsprechend blind gezogen, und das werde ich zu dem Produkt dann immer unten einblenden. Es sind wirklich genügend Preise dabei, also ein Preis schöner wie der andere. Die Teilnehmer waren bisher auch immer zufrieden und glücklich über ihre Preise. Sollte es doch so sein, dass die ein oder andere von euch nicht ihren Preis einfordern will, dann möchte ich bitte, dass ihr das dazu sagt, beziehungsweise mich, wenn ihr den Preis haben wollt, per E-Mail kontaktiert, mir eure Adresse schreibt, denn ich möchte nichts umsonst schicken, da das Ganze ja eine Kostenfrage ist und die Kosten werden von mir getragen. Das heißt also, ich möchte keine Pakete umsonst hin und her schicken. Ich hoffe, ihr versteht das.
und ich gebe mir Mühe, das zeitnah auch dann zu versenden. Zeitnah bedeutet, es dauert insgesamt manchmal schon 3, 4 Wochen. Das sind ja nicht wenige, die da auf den Weg geschickt werden, aber bis jetzt gab es nie Ärger deswegen und ja, ich denke, ihr habt alle Verständnis dafür. Immerhin habe ich auch Vollzeitarbeit und Familie und gerne auch ab und an frei. Ja, an die Firmen und Shops, die das hier unterstützt haben, bedanke ich mich schon mal vorneweg. An die Privatpersonen aus der Gruppe, die ebenfalls dies unterstützt haben, auch nochmal. Und an all die, die mich finanziell unterstützen, das heißt also mit einer kleinen Geldspende fürs Porto, denen sage ich ebenfalls Danke. Ich habe auch jetzt gesehen, dass ebenfalls wieder Portospende eingetrudelt ist. Deinen Namen nenne ich jetzt hier nicht, aber du weißt, wen ich meine und da bedanke ich mich wirklich sehr und das hilft hier auch. Also auch das ist möglich. Ihr findet die Möglichkeit dafür auf PayPal oder Ko-fi mir was zukommen zu lassen. Bitte nicht über YouTube, weil dann behält ja YouTube die Thanks für sich und ich bekomme davon nur einen kleinen Teil. Das heißt also, der große Batzen geht an YouTube. Das wäre schade. Also wenn ihr das unterstützen wollt, dann bitte als Spende per PayPal oder Ko-fi. 2, 3 Euro sind immer willkommen, ist aber kein Muss. Wie gesagt, ich mache das ja aus eigenem Antrieb. Warum tue ich es? Weil ich denke, Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen. Das ist so meine kleine heile Welt, wo ich denke, dass wir alle miteinander A, eine schöne Zeit haben und B, uns vielleicht auch miteinander verbinden, beziehungsweise auch voneinander lernen, uns inspirieren und am Ende auch noch ein bisschen belohnt werden dafür. So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Eines noch, ich habe das Tulipan-Tee an von Lenit, Lene Holm-Samsø. Das Material, das ist ein Garn, was David und seine Freundin Lilly mir letztes Jahr in ihrem Urlaub in Florenz gekauft haben. Ihr findet die Garninformation auf Ravelry. Ich meine irgendwas mit Silke. Also es ist ein Baumwollgarn. Es ist das gleiche T-Shirt habe ich nochmal aus der Morning Salutation gestrickt von Kremke. Aber die Morning Salutation hat nochmal, wie heißt das? Tencel? Ich meine Tencel, also Viskose, nee, genau. Viskose in sich, eine Viskosemischung zum Baumwolle und das ist reines Baumwollgarn. Der Unterschied ist schon ein bisschen da, also die Viskosemischung ist nochmal weicher und fließender im Fall, aber ansonsten hat sich auch dieses Garn sehr gut verstricken lassen. Wie gesagt, schaut auf Ravelry nach und ja, ich gebe euch auch immer den kleinen Tipp, statt irgendeinem Souvenir, kauft euch doch in eurem Urlaubsort ein Erinnerungsgarn, also ein Urlaubsgarn. In dem Fall haben die jungen Leute mir das mitgebracht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, so kann man das miteinander verbinden. Also einmal die Erinnerung an den Urlaubsort und dann hat man auch was Schönes, was man nochmal daraus schaffen kann. Jetzt aber steige ich ein in die Preise. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Preis und zwar der, muss ich nochmal genau schauen, der Fresh Verlag hat dieses tolle Buch Floral Stricken, das ist eine Mustersammlung von Hiroko Ibuki gespendet. Ich habe das Buch zur Rezension bekommen und das ist das zweite Exemplar. Das darf ich an eine der Knit My UFO Strickerinnen hiermit verlosen. Den Namen blende ich jetzt hier ein und bitte melden unter meiner E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox zu finden ist. Und ich sage gleich dazu, wer sich nicht meldet bis zum 15. Juni 2026, dessen Preis wandert erneut in den Lostopf. Und dann schaue ich, wer denn noch nichts erhalten hat. Und ja, dann geht eben der Preis an die nächste. Das nächste, was hier zugesendet worden ist, ist von Frau Wölfchen. Das ist dieses tolle Garn South Down Socks. Und zwar diese Qualität. Und eine ganz tolle Farbe und ich habe schon erzählt, es ist ein etwas griffiges Garn, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen wollen. Und zwar werde ich das auf dem Woolcraft Festival
mir anschauen, welche Farben es da gibt und so weiter, denn ich habe fest vor, auf jeden Fall das Festival zu besuchen. Ich denke mal am Sonntag, denn Worms ist unweit von mir und das findet in Worms statt. Und da bedanke ich mich nochmal bei Frau Wölfchen. Du hast diesen Strang gewonnen. Namen blende ich unten ein. Und den zweiten Strang, den sie gespendet hat, das ist Shrubram Socks, eine Mischung mit Rami. Das ist dieser Strang. Das ist so ein dunkles, mutiges Violett. Und da blende ich den Namen der Gewinnerin jetzt ein. Ich habe auch Frau Wölfchen gefragt, ob sie Lust hat auf ein Live. Hat sie. Einen Termin haben wir noch nicht ausgemacht, aber da freue ich mich schon drauf, denn sie kann ganz bestimmt erklären, was es da für Garne gibt bei ihr im Shop. Denn sie hat etwas griffigere Garne, aber die sind nicht kratzig, meiner Meinung nach. Vor allem das mit dem Rami finde ich auch sehr angenehm, aber auch das hier. Und ich finde, sie sollte doch gerne uns mal aufklären, was denn genau für tolle Garne bei ihr im Shop denn so sind. Die nächsten Preise, die hier jetzt die nächsten Minuten gezeigt werden, wurde mir von der lieben Renate Grunert-Paul gespendet. Das ist die Organisatorin vom Backnanger Wollfest. Ihr Shop heißt Wollfugium. Und zum Backnanger Wollfest möchte ich euch dieses Datum in die Kamera halten. Ist ebenfalls zu empfehlen. Ganz viele Aussteller und auch viele, na wie heißt's, viele Kurse werden stattfinden. Unter anderem, wer mein Live gesehen hat, mit dem Ralf von Ralf Knitting, der ist dabei. Und auch andere habe ich gesehen. Also könnt ihr schauen. Aber Renate hat diesen Preis hier gespendet. Und zwar ist das einmal diese Knäuelwolle mit Anleitung. Das ist Angora-Wolle und ganz tolle Farbe. Danke an der Stelle. Die Gewinnerin blende ich jetzt ein. Den nächsten Preis, den sie gespendet hat, das ist diese ganz butterweiche Jackwolle. Und zwar von Atelier Citron. Das ist 30% Jack und 70% Schurwolle, 16 Mikron. Also halte ich nochmal ganz genau in die Kamera rein. Mitsamt dieser Anleitung. Die Gewinnerin blende ich jetzt ein. Und Renate hat großzügigerweise noch weiteres gespendet. Zum einen zum Thema Weltrekord Socken dieses Garn von der Veronika Huck. Also wenn ich richtig informiert bin, dann wird Veronika Huck ebenfalls zum Backnanger Wollfest kommen und es wird auch eine Box, eine Sammelbox für die Spendensocken aufgestellt. Da will ich meine auf jeden Fall mit abgeben. Schaut einfach mal bei der Renate auf Instagram vorbei, was da gemeldet wird und ich werde davon auch berichten, aber auf jeden Fall die Gewinnerin dieses Knäuels blende ich jetzt ein. Das nächste Garn, was sie gespendet hat, ist dieses Lace Garn Filigran von Atelier Citron und du hast das gewonnen. Dann dieses tolle Garn ist ebenfalls eine Jackmischung, hat auch Renate gespendet. Die Gewinnerin blende ich hier ein. Dann hat Renate das hier gespendet. Das hast du gewonnen. Diese zwei Stränge hat sie gespendet. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und zuletzt hat sie zwei Döschen gespendet. Und zwar
zuckersüß. Einmal diese, die ich gefüllt habe mit 2 Maschenstoppern und Silikonseil. Und darin befindet sich noch diese kleine Dose. Und die habe ich gefüllt mit Maschenmarkierern. Das heißt also, diese 2 Döschen sind gut gefüllt für die Projekttasche Nasom. Vielen Dank, Renate, und die gewinnst du. Dann die liebe Marita Hüttner, und zwar auf Instagram Glasminis, hat 2 dieser Döschen gespendet. Und darin befinden sich Maschenmarkierer, Glasmaschenmarkierer, zuckersüß, also Erdbeere, Maulwurf, Schnecke. So, jetzt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also ganz zuckersüße Sachen. Schaut auch gerne bei ihr vorbei auf Instagram. Ihr könnt alles Mögliche bestellen. Vielen Dank, Marita, für diese Spende. Die Gewinnerin blende ich jetzt ein. Und das zweite Set besteht aus folgenden Maschenmarkierern. Das sind Blümchen, Bienchen und ein Bienenkorb. Also eins schöner wie das andere. Jetzt eins schöner wie das andere. Absolute Unikate. Auch ein super Geschenk. Meiner älteren Nichte habe ich Croissants und Muffins geschenkt. Habe ich mir bei ihr bestellt. Also Empfehlung, die Gewinnerin blende ich hier ein. Dir, liebe Marita, vielen Dank für das Unterstützen dieser Aktion. Und wie gesagt, schaut bei ihr auf Instagram nach und schreibt sie an. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile einen Shop hat, aber auf jeden Fall beantwortet sie eure Nachrichten und ihr könnt dann trotzdem bestellen. Von einem weiteren Shop wurde ich unterstützt, beziehungsweise auch einer YouTube-Kollegin, die ihr alle kennt. Und zwar die liebe Marie von Marble Knitting hat dieses tolle Strickjournal zur Verfügung gestellt und fälschlicherweise habe ich gesagt, das ist vielleicht ein Fehldruck. Nein, ist es nicht. Ich korrigiere, es ist der originale und tolle und schöne Druck und entschuldige mich an dieser Stelle. Also wenn ich schon Werbung mache, dann sollte ich sie richtig machen. Mit dabei sind auch diese Aufkleber und das Strickjournal wurde von Marie komplett alleine erstellt. Sie hat also alles designt, sowohl den Inhalt, ich klappe hier noch mal kurz auf, den Inhalt als auch die Aufkleber wurden von ihr designt und ihr erhaltet auf jeden Fall ein tolles Produkt, könnt ihr bei ihr auf der Webseite bestellen, aber diese glückliche Gewinnerin erhält dieses Exemplar und noch ein weiteres Exemplar erhältst du. Also vielen Dank, Marie, dass 2 der Teilnehmerinnen in den Genuss kommen, dein Strickjournal ausprobieren zu dürfen. Als nächstes kommen diese tollen Garne. Ich habe mit Anja von Wollträume eine Kooperation und sie war ebenfalls so nett und hat für eine dieses tolle Garnset geschickt und gespendet. Das ist einmal in der Farbe Magenta, die Qualität Tilda und das Flauschgarn ist die Qualität Wolke. Und daraus kann man doch bestimmt ein tolles Tuch machen. Und du darfst dich darüber freuen. Und das nächste Set besteht aus der Qualität Fee. Und zwar einmal Sandwiese und einmal eine Glücksfärbung. Und ich finde, die passen auch wundervoll zusammen, können sogar ein Shirt ergeben. Zu dieser Qualität verlose ich auch noch die Anleitung von Simone, von My Simone. Welche Anleitung, das kann die Gewinnerin sich frei bei Simone aussuchen.
aber ich denke, passend zu der Qualität wird sich bestimmt etwas finden. Einige meiner YouTube-Kolleginnen designen ja auch und diverse Anleitungen wurden mir hier zur Verfügung gestellt. Also sowohl von Anja Wollträume erhältst du hier das Garn und auch eine Anleitung nach Wahl von Mai Simone. Herzlichen Glückwunsch! Wenn ich schon bei YouTube bzw. Designkolleginnen bin, dann bringe ich jetzt hier die nächste mit ins Spiel und das ist die liebe Christina von Christinas Strickwelt, beziehungsweise sie hat auch hier auf YouTube einen Kanal und sie spendet hiermit ihre Sockenanleitung und das Garn dazu, das sie noch mitgeschickt hat. Da muss ich jetzt mal genau schauen auf dem Zettel. Ist es die Qualität Kaschmir von Lana Grossa Meilenweit. Davon hat sie 2 Knäuel geschickt. Das zweite ist hier in der Tüte. Sowohl Anleitung als auch diese tolle Anleitung, wie gesagt, als auch Sockengarn. Danke an Christina und das gewinnst du. Anleitung Nummer 2, die Christina gespendet hat, sind ihre Eleganz-Socken. Das sieht so aus. Na, jetzt. Und hierfür hat sie die meilenweit extra Fine von Lana Grossa gespendet. Auch an dieser Stelle danke Christina. Christina hat wie gesagt einen YouTube-Kanal, aber ihre Anleitung findet ihr auch alle auf Ravelry. Ich verlinke alles unten in der Infobox. Christina hat ebenfalls mitgemacht bei der Knit My UFO Gruppe und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Das nächste Schätzchen wurde mir von dem Shop Wir 3 gespendet. Die Damen durfte ich letztes Jahr auf dem Wormser Wollfest, also Wollcraft, kennenlernen. Eine davon ist aus Offenbach, ist ja hier in der Nähe von mir und die gestalten diese tollen Projekttaschen unter anderem in dieser Form. Das alles ist Ecoprint, das bedeutet, die Blätter werden gesammelt, dann wird es auf altes Leinen oder Baumwoll, auf alte Leinen oder Baumwollstoffe gelegt und mit Sonne etc. pp. Die Technik kenne ich nicht so genau, bedruckt. Das wird gewickelt und einige Tage so gelassen und dann entsteht dieser Überraschungseffekt. Sieht wunderbar aus und ja, du hast Glück und gewinnst diese Tasche. Wir werden uns wieder sehen in Worms, meine ich, aber auf jeden Fall im Backnang und da freue ich mich sehr drüber und bedanke mich auch an dieser Stelle für die Unterstützung. Dann hat die liebe Steffi von Peacock Garn auch ebenfalls ein tolles Paket geschickt. Einmal diese tolle Projekttasche und das passende Garn dazu. Ist das nicht wunderbar? Also, ich bin einfach sprachlos. Passt super zusammen. Steffi hatte ich euch in meinem letzten Video auch vorgestellt. Da habe ich auch einen Geburtstagsanstrick gehabt und meinen zweiten Strang habe ich jetzt auch schon gewickelt. Da freue ich mich drüber. Vielleicht ist es sogar so ähnlich wie der, aber auf jeden Fall freue ich mich auf den Anstrick. Und bei Steffi könnt ihr gerne im Shop nachschauen. Sie hat auch tolle Wolle, Effektwolle. Du hast Glück und gewinnst diese beiden Schätzchen zusammen. Und danke, liebe Steffi, fürs Spenden. Dann, wie schon erwähnt, die liebe Catherine von Little Bishes Stitches hat diesen tollen Strang gespendet. Das ist Merino Seide. Wunderbar. Über die Wolle spreche ich ausführlich in einer anderen Episode. Schaut gern vorbei. Und sie wird ebenfalls in Backnang zu finden sein. Und zu diesem Strang hinzufügen möchte ich eine Anleitung von Mary von Strandstrick. Welche genau, die könnt ihr euch dann auswählen, beziehungsweise du kannst sie dir auswählen. Du hast also praktisch diesen Strang und einmal Anleitung frei bei Mary gewonnen.
Das nächste, was ich euch hier zeigen möchte, ist die tolle Wolle von Christiane von Liz Me Knits und auch ihre Anleitung. Die Anleitung heißt Punti. Ihr findet Christianes Anleitung auf Ravelry und in dem Fall ist es aus dem tollen deutschen Sockengarn Tracking. Das ist eine tolle Qualität in den beiden Farben, die sie zusammen als Set hier für dich zur Verfügung stellt. Den Namen blende ich der Gewinnerin jetzt ein. Und noch ein weiteres Garnset stellt sie zur Verfügung, und zwar ihr Silver Whisper in der Farbe Violetta zusammen mit Hot Socks in der Farbe Clematis. Und ich finde, das zusammen, hoppala, das zusammen gibt doch ein tolles Tuch. Du bist die glückliche Gewinnerin und bei Christiane bedanke ich mich für diese tollen Preise. Wenn ihr was bei Christiane sucht, also schaut und schreibt sie gerne auf Instagram an. Manches findet ihr nicht auf ihrer Webseite oder in ihrem Shop. Christiane macht das nicht hauptberuflich, sondern neben ihrem Physiotherapeutenberuf. Das heißt also, der Shop ist nicht immer aktualisiert, aber ihr könnt sie immer anschreiben und das könnt ihr auch bei den anderen Handfärbern machen. Wenn ihr also eine Farbe sucht, eine Färbung, eine Qualität etc. pp. Schreibt die Handfärber an, die werden euch auf jeden Fall weiterhelfen und freuen sich auch, wenn sie Produkte, die ihr eben nicht gleich findet, an euch verkaufen können. Ja, viele Sachen sind deswegen nicht eingepflegt, weil viele Handfärber auf Wollfeste gehen und dann ihren Shop erstmal leer räumen und den wieder einpflegen müssen. Ja, so viel dazu und danke nochmal an der Stelle für diese Spende. Christiane wird in Kassel sein und auf jeden Fall auf Backnang und ich werde sie sehen, da freue ich mich schon drauf. Die nächsten Spenden sind von der lieben Desiree und das ist eine Privatspende, sie ist in unserer Gruppe drin. Desiree spendet die Wool & Twine Fiber Studio Qualität, Sockqualität, kann den Namen leider nicht lesen, ist etwas klein geschrieben, aber es ist eine ganz tolle Farbe und Qualität. Und in Kombination dazu spende ich die Anleitung nach Wahl von der lieben Anne von Kanal So wie Anne. Sie ist auch designtechnisch seit neuestem unterwegs und unterstützt ebenfalls diese Aktion. Vielen Dank dafür. Dann hat Desiree dieses Strickjournal vom EMF Verlag gespendet. Die Gewinnerin blende ich hier ein. Und hier lege ich ebenfalls eine Anleitung dazu, und zwar von der Jasmin von Mine Knits. Da bedanke ich mich ebenfalls und Anleitung darf frei gewählt werden. Als letztes hat Desiree noch diesen Zauberball hineingelegt und da bedanke ich mich ebenfalls und die Gewinnerin blende ich jetzt ein. Einen weiteren Gewinn hat Desiree mitgespendet, und zwar dieses tolle Buch Besondere Tücher und Schals häkeln. Die Gewinnerin blende ich jetzt ein. Erschienen ist es im Stiebner Verlag. Vom Kanal Gar nicht wahr aus Österreich, die liebe Jenny hat diesen Zauberball geschickt. Das ist ein Lace Garn, ein toller Farbverlauf und du bist die Gewinnerin. Und danke an Jenny. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich insgesamt einige Unterstützung auch aus Österreich erhalten habe. Privat finde ich toll, komme ich jetzt noch gleich dazu. Die liebe Jenny vom Kanal Gar nicht wahr ist ebenfalls immer groß am Unterstützen und wir folgen uns auch schon lange und ich habe vor, mit ihr und auch mit der Julia vom Kanal Lorelei strickt am 1. Juni um 19:30 Uhr hier auf meinem Kanal ein Live zu gestalten. Falls ihr Lust habt, schaltet doch mit rein. Und Jenny hat auch einen tollen Mix gemacht, und zwar zum Thema, was ist dein Lieblingsbuch oder Strickbuch? Da hat sie einige von uns YouTubern gefragt und ich durfte mitmachen. Also auch da schaut gern bei ihr vorbei. Das Video verlinke ich euch unten, denn ich fand es sehr spannend, was
ja, viele von uns gewählt haben und warum. Die nächste, die mich aus Österreich unterstützt hat, ist eine Followerin und das hat sie privat gemacht und sie hat dieses tolle Garn von Mondlichtgarne geschickt. Das ist ein Sockengarn, ein super weiches Sockengarn mit Lyocell dabei. Du hast Glück und hast das jetzt gewonnen. Und der Renate sage ich 1000 Dank. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und dann auch noch aus Österreich kostet ja auch noch mal mehr Porto. Das gilt für alle, die aus dem Ausland mir was geschickt haben. Also das ist dann noch mal ein Sahnehäubchen on top. Dann hat sie ein weiteres Garn geschickt gehabt. Das war Regenbogen-Rührei, ein 6-fach Sockengarn. Das war die Färbung. Ich durfte das austauschen bzw. testen. Da blende ich euch jetzt hier mal ein Bild ein von meinen fertigen Socken. Habe ich auch in der letzten Folge vorgestellt und habe hierfür als Ersatz von Bibis Dream Yarns diese Sockenwolle hineingelegt, die ebenfalls wunderschön ist, aber eben keine 6-fach Sockenwolle. Deswegen habe ich die rausgenommen, nicht nur der Farbe wegen, ich wollte die einfach testen. Und Bibi hat einen Shop, den verlinke ich euch ebenfalls unten. Die Wolle wurde mir auch gespendet und gebe ich gerne als Ersatz weiter und du bist die Gewinnerin. Eine weitere private Spende, also von einer Followerin, ist von der lieben Elvira und sie hat hier einen ganzen Satz von diesem Mohairgarn gespendet. Habe ich schon vorgestellt. Das ist die Bella bei Hermin und das ist sehr großzügig. Vor allem ist es passend für so einen Spring Break Cardi und deswegen lege ich hierzu auch die Anleitung, also sprich meine Kaufanleitung. Du bist die Gewinnerin und du bekommst sowohl das Garn als auch die Anleitung von mir. Und Elvira, danke fürs Unterstützen. Und ein nächstes Garnpaket wurde von der lieben Iris, ebenfalls eine Followerin und privat gespendet. Und das ist Lily Garn Infinity Hearts. Und da ist ebenfalls Pullovermenge und die Gewinnerin bist du. Und an der Stelle danke, liebe Iris, für deine mega Unterstützung. Ihr seht also, die UFO-Gruppe ist beliebt. Sie wird nicht nur tricktechnisch besucht, sondern eben auch unterstützt. Im nächsten Paket möchte ich die liebe Mandy von Meine Wolle, Deine Wolle vorstellen. Sie hat ebenfalls einen Shop und unterstützt mich auch schon seit geraumer Zeit. Auch wir haben eine Kooperation und die Mandy hat einmal diese tolle blaue Sockenwolle gespendet und du bist die Gewinnerin. Na, ich habe hier einen Fussel drin, der gehört da nicht rein. So, jetzt. Super weich, ganz tolles Blau. Und die nächste Gewinnerin erhält dasselbe in Grün. In dem Fall kein Wortspiel, also gleiche Qualität, nur in diesem tollen Grün. Und dir, liebe Mandy, danke für die Unterstützung. Du bist immer dabei. Also das finde ich richtig gut. Mandy macht bei jeder Aktion mit. Da bedanke ich mich. Die nächste Gewerbetreibende, die diese Aktion unterstützt, ist die Yvonne von Knit Design bei YM. Sie spendet diesen Strang. Und die zweite Gewinnerin erhält von ihr, also ebenfalls von Yvonne, diese Färbung. Yvonne findet ihr auf Etsy. Alle Gewerbetreibenden findet ihr unten in meiner Infobox. Geht gerne auf deren Shops und lasst ein bisschen Liebe da. Vielen Dank dafür. Dann hat die liebe Elvira noch ein weiteres Buch gespendet und das ist vom Christophorus Verlag, Mode im Stil der 80er Jahre, knallbunt.
Du bist die Gewinnerin von diesem Buch und vom Kanal Susannes Strick- und Bastelwelt. Den genauen Namen tue ich unten nochmal einblenden. Wurde von Screaming Colors 4 Stränge von diesem Garn hier gespendet. Colorline Nixe. Und das ist ein Schurwoll-Leingemisch, ja. Also 4 Stränge von dieser Farbe und liebe Susanne, danke für die Spende. Ebenfalls YouTuberin, Kanal blende ich unten ein und kam aus Österreich. Danke an der Stelle. Die nächste Gewinnerin darf sich eine Anleitung von Mary vom Kanal Strandstrick aussuchen. Also ebenfalls von Marys Design hast du ein Design freie Wahl. Gewinnerin darf sich eine Anleitung von Jasmin von Mine Knits aussuchen. Sie findet ihr auf Instagram und auf Ravelry und sie unterstützt das auch schon. Ich meine auch von Stunde 1 an. An der Stelle vielen Dank, Jasmin. Und du darfst dir eine Anleitung bei ihr aussuchen. Puh, also das waren jetzt schon mal ganz schön viele Preise. Ich hoffe, ihr seid noch dran, denn ich möchte jetzt noch über meine UFOs reden und was ich denn so beendet habe. Aber an der Stelle möchte ich noch mal sagen, dass es wirklich sehr am Herzen liegt, das an die entsprechenden Gewinnerinnen zu schicken. Aber auch bin ich sehr berührt davon, wie das denn von diversen Leuten unterstützt wird, also auch von vielen Gewerbetreibenden, die ich ebenfalls sehr gerne hier genannt habe, gleichzeitig aber auch die Unterstützung ihrerseits für meinen Kanal führe und auch mich dafür bedanke. Also danke an euch da draußen, danke an meine YouTube-Kolleginnen auch, danke an die Follower, die hier das ebenfalls unterstützen und danke auch an die Design-Kolleginnen. Also Designer schimpfe ich mich zwar nicht, aber die ein oder andere Anleitung findet ja ihren Weg auf Ravelry und so auch die von meinen Instagram- und YouTube-Kolleginnen. Und ich finde, auch wir Kleinen dürfen präsent sein, dürfen designen, denn die Vielfalt macht doch genau unser Hobby zu dem, was es ist, nämlich zu einem wunderbaren und zu einem vielfältigen. Und ja, mein Mann sagt immer, von mehr tut der Kopf nicht weh. Jeder kann frei wählen, was ihm zusagt. Nur weil wir es gesehen haben, heißt es ja nicht, dass wir alles kaufen müssen, aber wir können uns ja informieren und austauschen und würden wir in einer Strickgruppe zusammensitzen, würde das genauso ablaufen. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, das ist eine Dauerwerbesendung, egal ob ich euch die Sachen zeige, die ich mir gekauft habe oder eben die hier gespendet wurden. Werbung mache ich so oder so dafür, sonst würde ich es nicht in die Kamera halten. Dementsprechend, ich mache es gern, aber ich tausche mich ja hier mit euch aus und ich bedanke mich auch an der Stelle immer wieder für die Kommentare von euch und vor allem für eure Tipps und für eure Anregungen, die ich auch jedes Mal mir abspeichere oder google und oder vielleicht beides. Also diesen Austausch genieße ich sehr. Ja, finde ich toll. Bei der Gruppe waren wirklich viele dabei, meine ich, um die 100 Teilnehmer. Manche aktiv, manche still. Das ist auch okay so. Manche haben dann vielleicht jetzt gerade dieses Jahr kein UFO, wollen aber trotzdem in der Gruppe bleiben, mitlesen und dann im nächsten Jahr vielleicht wieder mitmachen. Manche haben außerhalb der Gruppe teilgenommen, wie zum Beispiel der Kanal Habt es fein, die Nico, kann man auch mit dem Hashtag. Wichtig ist ja, dass ich den Beitrag finde und manchen ist halt das einfach die Schreiberei in der Gruppe zu viel, das ist auch okay. Was gibt es noch zu sagen? Die Vielfältigkeit und natürlich auch die Inspiration, die man dadurch erhält, ist unheimlich toll. Man sieht Anleitungen, die man vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen hat oder überhaupt noch nie entdeckt hat. Das finde ich toll. Die Vielfalt ist toll. Die ein oder andere hatte ein Problem mit einem Strick und deswegen ist das Stricken oder das Strickstück dann zum UFO mutiert und in der Gruppe konnte dann eventuell geholfen werden. Das fand ich auch toll. Und ich selbst habe von meinen UFOs als
als letztes den Eva-Cardigan beenden können. Den hatte ich euch in der letzten Folge vorgestellt. Den habe ich aus der Beara gestrickt, da blende ich euch jetzt hier ein Bild ein. Dann habe ich den Birds of a Feather fertig gestrickt. Das war Garn von Steffi von Zauberkunstgarne. Falls ich ein Foto habe, blende ich es euch hier ein. Wenn nicht, dann verlinke ich euch auf jeden Fall die Folge, in der ich das Tuch gezeigt habe. Und genauso das Cozy Walk von der Isabel Kremer hatte ich verstrickt mit einem Lama Soft Garn von Edna. Das habe ich auch beendet. Das sind schon mal 3. Dann habe ich Socken beendet von, das war ein Teststrick, den ich gehabt hatte mit der Designerin Bert Nitt. Da ist eine Socke verloren gegangen in Kassel 2024. Das war Garn von Wool & Forest, also habe ich es nochmal neu stricken müssen und deswegen hat sich das so ein bisschen gezogen. Ja, wenn man weiß, dass man es schon fertig hat und dann nochmal machen muss. Aber jetzt habe ich es geschafft. Die Socke ist fertig oder das Paar und die tollen Erdbeersocken von Kremke. Da hatte ich ein Testset geschickt bekommen. Ich habe eine Kooperation mit Kremke und BC Garn bzw. Soulwool und da ist die zweite Socke ebenfalls fertig geworden. Da blende ich euch ebenfalls ein Foto hier ein. Und was hatte ich noch? Hatte ich noch UFO? Ich glaube sonst nicht. Von meinen UFOs möchte ich so ein Mohair-Shirt, das hatte ich euch vorgestellt, so ein dunkelgrünes. Da möchte ich die Ärmel noch abändern. Da blende ich euch jetzt hier ein Foto ein. Das ist leider immer noch UFO, weil ich die Ärmel abschneiden muss und keine Lust habe, das Mohair rauszufriemeln, aber ich werde es demnächst machen, denn es bietet sich jetzt zwar im Hochsommer nicht anzutragen, aber dann im Spätsommer mit einem Top drunter wird es wunderbar sein. Und dann werde ich einen dunkelblauen Cardigan ribbeln. Da hatte ich dunkelblaue Wolle mit Mohair zusammengehalten und mir macht diese Wolle einfach keinen Spaß. Ich kann einfach mit dieser dunkelblauen Wolle nicht stricken und egal was ich schon versucht habe, mal sehen was daraus wird. Vielleicht werde ich die einfach in beste Restekal verarbeiten und zwar mit so einer Kurbelmaschine, so einer Strickmaschine. Die habe ich mir beim Chinesen bestellt, denn ich wusste nicht, ob mir das Spaß machen wird und hatte Adi angeschrieben. Die haben aber nach langem Hin- und Herschreiben sich entschieden, das nicht zeigen und bewerben zu wollen. Ja, dann ist es so. Ich habe die Maschine für meine Mama dann eben beim Chinesen bestellt, für weniger Geld. Und werde mir die dann vielleicht ausleihen und dann einfach mit der kurbeln. Es gibt noch einen Cardigan und zwar den Agnete von Petit Knit. Den habe ich noch von letztem Jahr als UFO. Das werde ich ribbeln. Da habe ich mich auch dazu verleiten lassen. Es ist ein Patentstrick. Da habe ich mich dazu verleiten lassen, das anzustricken in einem Kall, obwohl ich eigentlich weiß, dass mir Voll- und Halbpatent angezogen nicht gefällt. Also mir gefällt es deswegen nicht, weil das Strickstück immer in die Breite will und nicht in die Länge. Das macht mich unförmig, das mag ich nicht an mir. Würde es in die Länge gehen, dann hätte ich damit kein Problem. Ich habe schon Halbpatent gestrickt, aber von links nach rechts. Da verhält es sich natürlich dann genauso, wie es will. Also es zieht sich dann in die Länge statt in die Breite. Aber der Agnete eben nicht. Ja, ich finde halt, dass Halb- und Vollpatent mir an mir nicht gefällt. Da fühle ich mich halt eben nicht sonderlich wohl drin. Ich fühle mich darin unförmig und deswegen stricke ich auch kein Halb- oder Vollpatent mehr als Kleidungsstück. Also in einem Tuch ist es egal, aber nicht mehr als Oberteil. Ich habe noch eine Socke, die fehlt. Das ist mein eigenes Design. Das war für den Adventskalender von Wool & Forest. Da fehlt mir die zweite Socke. Muss ich abdrehen, sprich will ich die Stricktechnik abdrehen. Hatte ich einfach noch nicht die Zeit und die Muße dazu, eilt nicht. Ich überlege sowieso, das aus einem anderen Garn nochmal zu stricken, weil das ja ein Adventskalendergarn war und das womöglich sowieso nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen, ob das viel Sinn macht, in dem Garn überhaupt das abzudrehen, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, was noch. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Alt-UFOs, genau.
eins sogar aus den, also ein Uralt-UFO, das hatte ich euch gezeigt, was ich in Teilen gestrickt habe. Das werde ich angehen. Wie schnell, weiß ich noch nicht. Einfach deswegen, weil ihr gemeint habt, ich soll es doch mal fertig stricken. Und ja, vielleicht mache ich es aus Spaß. Also mal sehen. Dieses Uralt-UFO ist auf jeden Fall noch da. Ich überlege, ob ich noch was ribbel. Den Agnete ribbel ich und den Cardigan. Also 2 Sachen ribbel ich. Also wenn ihr Lust habt auf neue Kals, es gibt den Beste Reste Kal und den Nordic Knits Kal. Hatte ich auch in meiner letzten Folge vorgestellt. Könnt ihr noch mal reinschauen. Sind auf Instagram bis, ich denke mal, bis zum 15. Oktober aktiv. Mal sehen, was wir da alles verarbeiten können. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Mir fällt jetzt nichts weiter ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Unterstützen. Ihr findet mich auf YouTube, Instagram, PayPal und Ko-fi und TikTok unter Nanas Knits and Threads und auf Ravelry unter Knits and Threads. Und wenn ihr euch da verbinden wollt mit mir, schreibt mich an. Dann können wir uns auf Ravelry gegenseitig folgen und sehen, was uns so inspiriert. Ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich für all eure Unterstützung. Egal, ob das von den Gewerbetreibenden oder von euch Followern oder Kall-Teilnehmerinnen ist. Also ich freue mich da wirklich drüber und ich denke nochmal, Frauen sollten Frauen unterstützen und ja, wir sollten uns das Leben leichter und nicht schwerer machen. Und an der Stelle danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.